Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Diesmal habe ich mich mit Rudolf Rudi Grötz unterhalten. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht, da er sehr stark in der Testautomatisierungs- und Agilitäts-Community in Wien unterwegs ist und dort seit vielen Jahren seine eigenen Events und Meetups organisiert. Ich habe mit ihm über seinen Werdegang gesprochen, denn Rudi war nicht immer Tester. Nein, er war auch nicht immer Softwareentwickler oder in der EDV oder IT tätig. Der kommt ganz woanders her. Aber das dürft ihr selber rausfinden. Und hier noch ein Aufruf in eigener Sache. Wenn du jemanden kennst, der ein spannendes Thema hast, einen Interviewgast, den ich unbedingt mal sprechen sollte oder vielleicht auch selber eine Erfahrungsgeschichte oder ein Best Practice hier bringen möchtest, dann schreib mich gerne an. Ich freue mich. Viel Spaß beim Hören. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch hier zu sein. Jetzt sag einmal, Rudolf oder Rudi? Also jetzt bin ich wiederum bei Rudi. Zu Beginn meiner Karriere war ich bei Rudi, dann bin ich zu Rudolf gewechselt, weil ich so ein bisschen, das war wie ich dann eine Führungsrolle hatte, wollte ich da ein bisschen eine Distanz hineinbringen, ja, aber trotzdem bist du, und in der Zwischenzeit, wenn du einmal 57 Jahre alt bist, ja, also da versuche ich wiederum, ja, jugendlich zu wirken, und Rudi hört sich dann besser an. Also Rudi. Ja, okay, also haben wir heute eine Folge mit Rudi und Richie, ne? Rudi und Richie, sehr gut, ja, gefällt mir. Sehr schön. Ja, freut mich, Rudi, dass du hier bist. Erzähl mal, was machst denn du eigentlich gerade so? Wo bist denn du gerade tätig? Wo ich gerade so tätig bin, also ich arbeite gerade bei der Raiffeisenbank International in Wien als Agile Engineering Coach. Ja, Agile Engineering Coach. Die Agile Engineering Coaches helfen den Product Teams und den einzelnen Leuten in der Anwendung von Agile Engineering Practices. Also wir lernen ihnen nicht, wie geht Scrum, wie geht ein Daily Stand-up und so weiter, wie geht Backlog Grooming und so weiter. Wir vermitteln ihnen, was ist CI, was ist CD, also was ist Continuous Integration, was ist Continuous Deployment. In meinem Fall ist natürlich der Bereich Test und Testautomation. Ich helfe ihnen, Test und Testautomation ins Laufen zu bringen. Wie passt das in die Pipeline rein? Welches Framework wäre das passende und so weiter. Das ist das, womit ich mich momentan beruflich beschäftige, womit ich meine Brötchen verdiene für die Familie. Das ist ja wichtig, ne? Und also das Testing, das hast du dir ja schon lange auf die Fahnen geschrieben. Bist du denn heute auch noch irgendwie operativ tätig als Tester? Eher selten. Also ich bin jetzt hauptsächlich strategisch unterwegs, weil ich habe auch die Rolle des wir sind in der RBI so in Gilden organisiert, und die Guild natürlich, die gehört auch zu mir, und da bin ich ziemlich strategisch unterwegs. Ich schaue mir zwar schon noch das eine oder andere Test Automation Framework an, wo ich dann ein bisschen mit Code schreiben anfangen muss und wo ich mich dann ärgere, weil eben irgendein DLL auf Windows nicht installierbar ist. Ja. Aber sonst eher kaum. Also ich bin nicht operativ im Einsatz. Ja. Und juckt sich da nicht manchmal noch ein bisschen in die Finger? Ja, also letztens wiederum, diese Woche waren wir bei einem Team in Ungarn und haben einer Exploratory Testing vermittelt, ja, und so weiter. Und wenn die dann so erzählen, was sie eben machen, ja, und da denkst du, oh Gott, da würde ich gern hineingreifen. Oder wenn du eben ihnen dann über den Rücken schaust, ja, dann denkst du, bitte sehen Sie dort nicht, ja, dass der Link dort nicht funktioniert, dass das Bild nicht angezeigt wird und so weiter. Ja, es juckt mich schon, aber ja, also ich komme durchaus eben ohne aus. Ja. Jetzt weiß ich ja, wir kennen uns ja schon einige Zeit lang auch, und so auch so unser Vorgespräch, und weiß ich ja, du hast ja eine ganz andere Historie. Du warst ja nicht immer Software-Tester, ne? Genau, richtig. Bevor ich Software-Tester war ich Software-Developer, war ich Datenbankadministrator, war ich Systemadministrator, habe ich Business-Analyse gemacht, habe Operator gemacht, aber eigentlich bin ich gelernter Tischler.
Ja. Das ist schön, das wollte ich hören jetzt. Genau, also Das, ich bin gelernter Tischler, ja, habe das eben gelernt, habe meinen Gesellenbrief, ja, ganz eben stolz, hängt er noch bei mir an der Wand. Aber ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, den Beruf zu wechseln. Ja. Das ist auch wiederum eine wilde Geschichte, passt dazu, weil wir ja gerade so das Thema AI und so weiter rauf und runter spielen. So wird AI den Tester ersetzen in der Zukunft und so ja. weiter. Und genau die, eine ähnliche Fragestellung hat es damals gegeben. Das war 1985 ungefähr. Mhm. Ja, habe ich eine Sendung im Fernsehen gesehen, wo es darum gegangen ist, wird man in der Zukunft eigentlich noch Handwerker brauchen, weil Mhm. die Maschinen werden alles machen. Und da habe ich mir Ja. gedacht, verdammt, ja, wird man dann noch einen Tischler brauchen? Ja, dann werden die Maschinen, die Roboter alles machen. Ich muss was anders machen. Und so bin ich Mhm. auf so Wifi gekommen und bin dort damals hat es noch EDV geheißen, ja, und bin dort in die EDV hinein gestolpert. Ja. Ja. Mein erster Kurs damals, der hat geheißen Grundlagen der EDV. Ja. Da habe ich zum ersten Mal Ja. von 1 und 0 und Bits und Bytes gehört und habe mir gedacht, oh Gott, was habe ich mir da angetan? Ja, ja. Aber es hat dir anscheinend Spaß gemacht, ne? Es hat mir Spaß gemacht. Es war sehr, sehr hart, weil du musst dir vorstellen, ja, ich bin um 7 in der Früh bei der Hobelbank gestanden, von 7 bis 5 am Abend an der Hobelbank gestanden, ja, schwer körperlich gearbeitet. Dann bin ich ins Wifi gefahren und habe von 19 bis 22 Uhr EDV, MS-DOS, Supercalc, ja, und Turbo Pascal und so weiter gelernt. Nach Hause Aufgabe gemacht, bis manchmal um 3 in der Früh und um 7 wiederum an der Hobelbank stehen. Ja. Ja, Wahnsinn, ne? Also das ist so komplett quasi die Weichen dann umgestellt, ne? Während du deinen normalen Job weitergemacht hast. Genau, eben, und das eben parallel gemacht und ja, das war schon etwas, das war schon eine Herausforderung. Ja, und wenn du jetzt heute auf das schaut, bist du da manchmal ein bisschen traurig, dass du das Hobeln nicht mehr machst, dass du nicht mehr in der Tischlerei bist? Ich bin ja noch in der Tischlerei, weil ich habe ja seit einigen Jahren eine Werkstatt in unserem Haus eben, ja, also das mache ich schon noch, ja. Ich mache Palettenmöbeln zum Beispiel, Ah ja, ja, wobei ich nicht einfach nur die Paletten nehme und zusammenbaue, sondern die werden auseinandergenommen, die werden gehobelt oder werden Schreibtische gemacht und so weiter. Also ich habe da bei mir schon einige Sachen stehen, ja. Ich habe auch zum Beispiel so eine Pac-Man Arcade ah ja, Spiel Dauer gebaut. Ja. Na, ja. also das mache ich schon noch. Das mache ich schon noch. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja super, dass du dir das noch erhalten hast. Ne? Das ist ja, das Handwerkliches ist ja immer ganz gut, wenn man das als Pendant noch hat dazu, was wir so in den virtuellen Welten alles veranstalten. Ne? Ja, nur wenn du eben ab und zu am Finger haust und dann eben nicht die Tastatur bedienen kannst. Ja, da brauchst du dann die Apple Vision künftig, da kannst du alles Genau, virtuell machen. genau. Ja, also du hast dich dann quasi am Wifi dann aufgeschlaut in die ganze EDV damals rein und mit Programmieren begonnen. Und ja, dann ist ja irgendwann einmal auch der Moment gekommen, du hast ja dann quasi noch einmal einen Wechsel gemacht vom Programmierer zum Tester, ne? Ja, also wie gesagt, begonnen hat es bei mir als Operator, ja, weil was denn ich sag's mal, mit einer Wifi-Ausbildung, Grundlagen der EDV, MS-DOS, Supercalc, ja, und was weiß ich, Datenbank, DBase, ja, war damals nicht unbedingt ein Fortkommen. Und ich hab dann das Glück gehabt, habe bei einer Spedition als Operator einen Job bekommen, ja, habe damals noch 8 Zoll Disketten in der Hand gehabt, ja, und ganz schwere Kisten mit ausgedrucktem Papier herumgeschleppt, ja.
und habe dann eben alles gemacht, bin dann eben COBOL-Developer, ja, ich meine, sagt er das was? Ja, Ja, bin dann eben, habe dann dort noch als COBOL-Entwickler weitergemacht, bin dann zu Oracle Datenbankadministrator gewechselt und bin dann irgendwann Developer geworden. Und ich dachte mir nie, dass ich was mit Testen am Hut haben werde oder so, ja. Aber ich war dann als Consultant bei einer IT-Firma tätig und es ist darum gegangen, dass eine Software bei Siemens, ja, die sollte Schulungen halten, ja. Und dementsprechend hat der eine Entwickler zu mir gesagt, ey, du Rudi, kannst du mal vorher bitte alles anschauen und machst da ein paar Handbücher, also irgendwelche Unterlagen drüber. Ich habe mir das Programm 15 Minuten angeschaut, dann habe ich gesagt, das kannst du nicht verwenden, das kannst du nicht brauchen, ja. Ich zeige dir mal an, was ich alles gefunden habe, ja. Und der Entwickler war total außer sich, warum er das nicht gefunden hat und das kann doch nicht sein. Und daher habe ich bemerkt, dass ich so ein Gefühl dafür habe, wenn etwas falsch läuft, ja. Und diese Geschichte, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr ausholen, muss mich immer ja, alles gut. einbremsen dann, ja. Aber die Geschichte ist ja das, ja. Mein Vater ist aus Berlin, also der ist so ein richtiger Preuße. Ja, und was soll ich da sagen? Ja, wenn du wenn du in einer preußischen Familie groß wirst, ja, da gibt es ja Genauigkeit, Pünktlichkeit und so weiter, ja. Und ich habe so einfach ein Gefühl, ja, ich sehe sofort, wenn ein Punkt irgendwo fehlt, ja. Ich habe ein total gutes Gefühl, wenn ich mir denke, dort muss ich draufklicken und ich weiß ganz genau, es passiert nichts. Ja, so. Also, das kommt mir durchaus immer zugute, ja. Ich habe auch früher mich genannt als preußischer Qualitätsbeamter. Sehr schön. Ja, also da hast du dann gemerkt, ja, du hast so das Tester-Feeling, du hast das Tester-Gen. Genau. Ne? Ja, und dann? Wie ist weitergegangen? Wie ist es dann weitergegangen? Naja, also die Geschichte war die, und jetzt kommt was Gutes ins Spiel, ja, nämlich, das habe ich dir ja noch gar nicht gesagt, ja, weil nämlich, du bist mir ja schon ganz, ganz früh mal über den Weg gelaufen, nämlich in einem Buch. Ja, du wirst sicher wissen, welches ich meine. Könnte das erste gewesen sein. Das erste, der Systemtest. Der Systemtest, ja. Von agiler Softwareentwicklung und so weiter, agilen Testen, ja, weit und breit nichts zu sehen. Und ich habe so auf der ersten Seite so im Vorwort, nicht im Vorwort, wo die Autoren vorgestellt worden sind, ja, ist eben der Richard Seidel gestanden. Und beim Richard Seidel ist eben drunter gestanden, wie war das schnell? Full Certified ISTQB Full Professional oder so, ja. Und ich habe mir gedacht, das will ich auch haben, das will ich auch machen. Ja. Und habe mir dann eben kundgetan und habe dann eben herausgefunden, dass es da diese ISTQB Ausbildungsreihe gibt, ja, von Foundation Level zum Testmanager, zum Testanalyst und so weiter und so fort. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Also ich habe mir eben diesen ISTQB Foundation Level, den habe ich mir selbst reingezogen. Ich bin so eher beim Lernen autodidaktisch unterwegs. Ja, ich habe mir das selbst reingezogen, ja, Syllabus und was es sonst noch alles gibt. Habe dann eben die Prüfung gemacht, hat super funktioniert und habe dann eben gearbeitet. Ja. So. Und dann dachte ich mir so, jetzt wird es Zeit, um den Technical Test Analyst zu machen, dann den Functional Test Analyst zu machen, dann den, was gibt's noch? Den Test Manager auch noch. Ja. Und dann war ich irgendwann ICQB Advanced Full Certified Super Wutzi. Bim bam bum. Ja, genau. Ja, so. Alle Sternchen verdient. Genau, und so ist dann bei mir immer weitergegangen. Und der Knackpunkt also ich habe bis 2010 hauptsächlich in so Wasserfallprojekten mitgearbeitet. Ich meine Siemens, ja, was soll ich da sagen? Ja. Und genau, von Thema Agilität und so weiter nichts am Hut, ja. Aber dann habe ich eben Job gewechselt, ja, und
der Manager dort, der sagt eben so, aha, ja, schön, Ihr Lebenslauf da, und was haben Sie mit Agilität am Hut? Ja, was wissen Sie über Scrum? Und ich mir gedacht, verdammt, ja, das hätte ich mich so besser vorbereiten. Ja, habe mich versucht, dort dann rauszureden, eben irgendwie, ja, habe es auch irgendwie geschafft. Und dann wiederum habe ich mir mal gedacht, na, das kann es nicht sein, dass ich nicht weiß, was das eben ist. Habe mich eben dann, ich weiß nicht, so 24 Stunden durchgearbeitet und habe mir alles zum Thema Scrum und wie man da eben Software-Test hineinbringen könnte, habe ich mir eben sozusagen zusammengeschrieben und habe dann ein 4 A4-Seiten Konzept geschrieben, wie man eben agiles Testen in Scrum da umsetzen kann, wie man das vorstellt. Ja. Habe das dem Manager damals geschickt und am nächsten Tag hat er mich angerufen und hat gesagt, Herr Krötz, Sie sollten unbedingt vorbeikommen, ja, wir müssen miteinander reden, weil ich würde Sie gerne aufnehmen, ja, aber wir sind knapp davor, am Freitag müssen wir entscheiden und heute ist Donnerstag. Ja. So. Und dann eben bin ich in diesen agilen Bereich hineingewandert und dort ist es dann Schlag auf Schlag gegangen. Jetzt ist ja, also da hast du einige Wechsel wirklich ja durchgemacht, ne, von der Profession her, ne, und auch quasi aus einem ganz untypischen Bereich ursprünglich gekommen. Und du beschäftigst dich ja selber auch mit der Frage, hat man auch im Vorgespräch auch schon, jetzt ist künstliche Intelligenz, da braucht man denn eigentlich überhaupt noch einen Tester? Musst du dich wieder verändern, wieder was anderes machen? Was sind denn da so deine Gedanken dazu? Wo bist denn du da heute? Also, ich diskutiere das viel mit Kollegen, ja, und ich bemerke, dass da viele einfach total Angst davor haben, ja, weil jetzt, ja, du schreibst bei ChatGPT irgendeinen Prompt, ich weiß nicht, schreib mir den Code für Cypress Testcase, für ein Login-Case oder so, und das Ding generiert dir das raus. Das ist schockierend, ja. Die Geschichte ist aber die, ja, du brauchst ja trotzdem jemanden, der dir diesen Prompt schreibt, ja. Und also ich sehe es eher weniger, dass es den Tester erwischen wird, ja, sondern ich sehe eher, dass es die Developer erwischen wird, ja, weil du brauchst dann trotzdem noch jemanden, der schaut, ob das ganze Ding zusammenpasst, ja, ob die Requirements alle umgesetzt sind und so weiter, ja. Und ich sage wiederum, ChatGPT, ja, wird niemanden ersetzen, aber es wird das Leben erleichtern. Wobei, es wird die Leute ersetzen, die sich nicht mit AI beschäftigen. Aber die sich mit AI beschäftigen, die wird es nicht ersetzen. Ich verwende selbst, ja. Also wenn ich für meine Schulungen irgendwelche Beispiele brauche, für irgendwelche Testpläne, für irgendwelche agilen Testpläne, ja, dann werfe ich ChatGPT an. Ja. Also da gibt es ja den Sprichwort, wie geht es schnell? Work smarter, not harder. Ja, und genau das ist es. Das heißt, du hast es heute schon für dich auch im täglichen Einsatz, um dich als Tester oder als Stratege auch zu unterstützen. Ne? Also eben, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwelche Beispiele für Schulungen, für Trainings entwerfe, ja, oder wenn ich überhaupt zum Beispiel mit einem neuen Training anfange, ja, dann unterhalte ich mich vorerst einmal eine halbe Stunde mit ChatGPT, lass uns so eine Agenda mal zusammenschreiben, ja, aber trotzdem, am Ende des Tages passt es nicht, ja. Du musst es trotzdem noch dann verfeinern, anpassen und manche Sachen stimmen einfach nicht. So, ja, also, und jeder, der das dann so einfach 1:1 nimmt und für gut verheißt, ja, gratuliere. Ja, ja, genau. Und jetzt bei dem, bei diesen ganzen ChatGPT und bei den KI, das jetzt als Unterstützung zu sehen, ist ja, glaube ich, auch immer das Thema auch aktuell noch. Habe ich denn ein Vertrauen drauf, was das mir jetzt liefert? Du sagst ja selber, es kommt manchmal falsche Sachen raus, ne? Und ein Tester, an manuellen, dem vertraue ich ja heute, dass der ja die Dinge so prüft, dass ich dem auch glaube. Bei einer KI weiß ich nicht. Was sind denn da so deine Erfahrungen oder deine Reaktionen, die du bekommst? Naja, also da muss ich sagen, da graut mir ein bisschen davon, ja, sozusagen so, wer hat eigentlich die KI getestet, ja, und also da gibt es sicher die Spezialisten, ja, die das viel
mit denen du dich mal unterhalten könntest, ja. Aber ich habe da schon ein bisschen Bedenken, ja. Also wie man eben das testet, was man da testet und so weiter. Und wenn ich mir manche dieser Antworten oder genauer anschaue, die was da herauskommen, denke ich mir, also das Zeug haben sie überhaupt nicht getestet. Ja, also, und das ist eben die Geschichte, ja, und mir gefällt durchaus eben der Ansatz, dass es Leute gibt, die sagen, man muss das ein bisschen mehr vielleicht regulieren, man muss das vielleicht ein bisschen in die Schranken weisen, also in die richtigen Schranken leiten, ja, also, aber da glaube ich, bin ich nicht der richtige Mann, dass ich jetzt, dass wir über KI und AI und so weiter reden. Da gibt es. Ja, nee, also ich glaube auch einfach, das ist einfach gut, auch deine Einschätzung zu haben, weil du eben einfach schon mal sagen wir, vor der Herausforderung gestanden hast, dass sich dein Job vielleicht verändert, ne? Und jetzt stehen wir halt mit KI auch vor so einer Tür. Ne? Also die Geschichte ist die, natürlich, der Job, das Aufgabengebiet, die Tätigkeiten und so weiter, die werden sich ändern, ja, mit Hilfe von KI, AI und so weiter. Aber sie werden nur Tätigkeiten ersetzen, ja, die eben, ich muss aufpassen, dass ich jetzt falsche Wörter dafür verwende oder so, die einfach 0815 sind. Ja, jetzt zum Beispiel, irgendwelche Excel-Listen überprüfen auf Gültigkeit und dann irgendwelche Spalten in andere Spalten übertragen und so weiter und so fort, ja, wo es ja genug Tätigkeiten gibt, ja, wo es Leute gibt, die dann nur so Excel-Listen eben kontrollieren, verarbeiten und so weiter und so fort. Also dort wird es ein bisschen eng werden. Aber ist auch, Ja, genau, ja, da muss man einfach dranbleiben. Wie du sagst, damit beschäftigen ist auch immer eine wichtige Sache, ne, dass man einfach schaut, was ist da gerade los, ne, wie kann ich es vielleicht für mich nutzen als Unterstützung, welche Routinentätigkeiten kann ich bei mir da vielleicht auch abgeben, ne, und wie kann ich es einfach auch nutzbar machen für mich, ne. Jetzt ist es ja so, ich sitze ja hier im Essen im Ruhrgebiet und du in meiner Heimat Wien, ne, ein paar 100 Kilometer weg, ne, aber ich höre ja das Trommeln deiner ganzen Communities in Wien und Österreich ja immer ganz laut bis hierher. Magst du uns da mal so ein bisschen erzählen, was hast denn du da? Du hast ja da einiges am Start, schon lange Zeit, auch sehr erfolgreich. Was machst denn du da alles? Ja, gut, also dann gleich einmal das T-Shirt richtig herzeigen. Ja, ich hoffe, dass man es so lesen kann. Ja, also super. im Prinzip geht es darum, ich habe vor 6 Jahren mit einem Test Automation Meetup begonnen, ja, weil ich mir gedacht habe, irgendwie die Community, die gibt nichts her und wenn die Community nichts hergibt, dann muss ich selbst in die Hand nehmen. Und habe dann eben dieses Meetup gegründet, diese Meetup-Gruppe gegründet, die eben, ich sag's mal, total eingeschlagen hat. Ja. In der Zwischenzeit sind wir da um die 1500 Mitglieder, ja, wow, die sie eben, wenn es darum geht, jetzt, wenn wir Vorträge haben in den Testbusters Nights, ja, das was meine Events eben sind, wenn es dort darum geht, irgendwelche Themen zum Besten zu geben, ja, und das ist so eines meiner Community-Dinger, ja. Und dann habe ich vor 2 Jahren ungefähr war es eben, ja, es hat auch so eine Test Automation Gruppe in Kiew gegeben und das ist ein bisschen am Boden gelegen und die haben mich kontaktiert und eben weil ich dort auch als Mitglied dabei war und die haben mich eben kontaktiert, ob ich das nicht übernehmen möchte, ja, ob ich dort nicht auch so ein bisschen mehr Schwung hineinbringen könnte, so ein bisschen die Schlagzahl erhöhen, ja. Das habe ich dann gemacht, habe das ausgerichtet mehr auf nicht nur Testautomation, sondern im Prinzip alles um Agile Engineering, ja. Und mit diesen beiden Meetups bin ich jetzt unterwegs und das macht viel Spaß. Schön ist, du lernst viele Leute kennen, ja, also mein Netzwerk, also das ist jetzt ich kenne Tester in Peru, in
ich kenne Tester in Australien und so weiter, ja, die sich auch uns angeschlossen haben, nachdem Corona begonnen hat und so weiter, nachdem oder dann von In-Person-Meetups, ja, zu Remote-Meetups übergegangen sind. Und ja, das ist auch recht eine nette Geschichte. Ja, das ist das. Ja. Und wie oft trefft ihr euch da so? Und was waren da so die aktuellen Themen, die ihr jetzt gerade auch da habt? Naja, rate mal, ja. AI, ChatGPT, autonomes Testing und so weiter. Ja. Also früher war es so, also ich habe 6 Meetups pro Jahr veranstaltet, die eben physisch in Wien irgendwie angesiedelt waren, ja. Und durch Corona und so weiter, wie man dann wie man dann zu Hause eben gesessen ist, ja, und das eher remote gemacht hat, ja, habe ich bemerkt, dass es natürlich viel leichter zu organisieren ist, ja, und du auch durchaus mehr Leute erreichst, wenn du das remote machst, ja. Und wie gesagt, wir spielen die Themen rauf und runter, je nachdem, was eben unsere Leute wollen. Die nächste ist jetzt am 29. Juni. Ja, da haben wir zum Beispiel Model-Based Test Automation. Da haben wir Synthetic Data, also Test Data, ja, Create Synthetic Test Data, rat mal wie, ja, basierend worauf, AI, Machine Learning und so weiter. Dann haben wir Testen von Lambda Function in Amazon und ja, genau, und dann haben wir, genau, richtig, und dann haben wir voraussichtlich unsere erste New Voices Format Aha, am Start. okay, was ist das? Ja. Ja, genau, richtig. Sehr gut. Gute Frage. Ja. Bei New Voices geht es darum, ja, ich habe es bei mir einfach bemerkt, wie schwer es ist, ja, einmal so auf irgendeiner Konferenz als Frischling unterzukommen. Ja, die wollen immer, was weiß ich, was Titles und Titel und Abstract und so weiter, ja, und dann vielleicht noch wollen sie mal einen Probetalk von dir sehen und so weiter. Und mit den New Voices gebe ich Leute, die noch nie auf der Bühne gestanden sind, ja, die Möglichkeit, dass sie ja mal auf der Bühne stehen, egal ob jetzt physisch oder virtuell, ja, aber ebenso, dass sie sich ihre ersten Sporen verdienen. Ja. Super. Und auch wiederum eine total coole Geschichte, wie ich jetzt genau zu dieser New Voices gekommen bin. Das ist ein junger Mann aus Wien, der vor 14 Tagen in Holland auf einer Konferenz war, hat dort einen Vortragenden angesprochen, so wie er doch, was er ihm vorschlägt, dass er starten könnte, und der ist in unserer Community drinnen, und der hat gesagt, ey, was ist los mit dir? Ja, du hast da in Rudi Grötz bei dir in Wien, ja, der bietet genau das an, ja, ruf ihn doch an, ja, so. Ja. Und das ist die Geschichte. Ne? Und so geht's New Voices auf genau, einmal. Genau, ne? Richtig. Und das Tolle ist wiederum, ja, der junge Mann ist in einem Unternehmen unterwegs, ja, die viel mit AI und so weiter tun, ja, beschäftigt sich gerade mit dem Thema, und der Vortrag wird eben sein, ja, wie eben er mit dem umgeht und wie er das in die Firma hineingebracht hat, ja. Ich hoffe, dass er nicht noch einen Rückzieher macht. Ja, das ist super, das ist ja toll. Da hast du ja eine richtige Mentoring-Rolle jetzt auch, ne? Ja. Wobei Mentoring-Rolle, das mache ich ja auch in der RBI eben, weil ich bin dort auch, wir haben wie soll ich das jetzt sagen? Ja, zusätzlich zu den ganz normalen 0815 Ausbildungsverfahren eben, habe ich etwas hineingebracht, das ist Agile Learning Guides. Ja. Und bei Agile Learning Guides geht es darum eben, ja, dass eben nicht der Syllabus in den Mittelpunkt gestellt wird, ja, sondern dass die Person in den Mittelpunkt gestellt wird, ja, und dass die Person diese Dinge, die sie lernen will, ja, eben auch in so einer agilen Art und Weise lernt, ja, mit Learning by Doing, ja, unterstützt von einem Learning Guide. Weil
ich bemerke es einfach, viele Leute kommen und sagen, ich will was mit Testautomation machen, ich will Testautomation lernen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja? So, Ja. und eben, das ist die Geschichte und da bin ich auch als Mentor, Guide, Coach oder wie auch immer du es nennen willst, unterwegs und das fruchtet, das fruchtet. Ja, 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 das ist ja natürlich auch eine ganz moderne Art, nicht mehr diese auch reine Frontalbeschallung und rein auf irgendeinen Lehrplan konzentriert, sondern wie kriege ich das wirklich auch in die Praxis, die ganze Sache. Genau, und eben nicht diese Classroom-Trainings, wo du dann 3 Tage irgendwo weg bist, ja, weil da sagen dann die meisten Vorgesetzten auch, na, ich brauche den immer ein Team und zu der Zeit geht's nicht. Die 90% davon sind irgendwelche E-Learning-Angebote und das kommt recht gut an. Ja, ja. Lernen ist ja noch ein richtiges Stichwort. Du hast mir im Vorfeld gesagt, es gibt auch noch in deiner Community so ein zweites Zukunftsprojekt oder was zweites, was jetzt startet. Die Testbusters Learning Lab. Learning Lab, genau, richtig. Das Testbusters Learning Lab, ja. Ich bin eben als Vortragende da, als Lecturer und so weiter an ein paar Schulen unterwegs wie BFI, 42 Vienna und so weiter, ja. Und was ich einfach da bemerkt habe, das ist, dass nur Development beigebracht wird, ja. Also die Geschichte ist, du lernst Software Development, du lernst Agile irgendwie mit Scrum oder so und dessen geht total unter. Ja? Und im Zuge einer dieser Vortragsreihe, die ich da eben gemacht habe, ja, sind eben ein paar dieser Leute zu mir gekommen und haben eben gesagt, so, ja, wir lernen nur C und C++ und so weiter und so fort. Wir sehen aber, dass es viele Stellen gibt, wo nachgefragt wird, Software, Testkenntnisse und so weiter. Wo kann ich das lernen? Wie kann ich das lernen? Ja. Und ich habe mir gedacht, warum nicht den Kollegen auch eben dieses Agile Learning anzubieten? Und dann habe ich mich 2 Tage hingesetzt und haben mir überlegt, wie nennen wir das Ganze? Ja, so ein bisschen fancy und haben mir gedacht, Testbusters Learning Lab, das hört sich gut an. So Lab auch, ja, dass sie einfach wirklich forschen, experimentieren können, ja, und auch wiederum, ja, die wissen nicht, wo sie anfangen sollen, ja, so, und das ist es. Da habe ich vorerst einmal 4 Leute unter meinen Fittichen und da schauen wir mal, wie das eben geht. Da haben wir unseren ersten Learning Sprint gestartet und gemäß Inspect and Adapt schauen wir, was aus dem Ganzen wird. Ja, super. Genau so soll es sein. Ja, genau, richtig. Genau. Also, Rudi, du machst ja viel Speaking auch und Fachartikel schreiben und sowas und bist in Magazinen auch vertreten immer wieder. Und jetzt fehlt doch das erste Buch, oder? Ja. Es fehlt das erste Buch, aber ich weiß nicht, IT-mäßig, glaube ich, möchte ich kein Buch schreiben, ja. Aber ich habe ja etwas anderes. Ich bezeichne durchaus immer meine Arbeit als mein Hobby. Es macht mir Spaß, ja. Dann habe ich Tischlern habe ich auch noch dabei und ein drittes Hobby oder Interessensgebiet habe ich auch noch und das ist Geschichte, ja. Die Geschichte der Habsburger, ja, und so weiter. Und wenn man da eben schaut, da spielen natürlich auch die Osmanen mit, ja, oder die Türkenbelagerung, wie sie war. Und ich bin ein großer Fan von dem. Und ich plane schon lang oder ich schlage mich schon lang mit dem Gedanken, einen Roman über das Thema Türkenbelagerung von Wien zu schreiben, wobei das aber, ja, weil da gibt es genug Bücher darüber, ja, es wird ein Roman werden, ja, den werde ich erst schreiben, wenn ich in Pension bin, ja, dann habe ich Zeit dafür. Und es wird eine kontrafaktische Geschichte sein. Ja, das heißt? Genau, richtig. Jetzt haben wir das jetzt, hoffentlich sagt er jetzt, und was heißt das? Ja? Naja, kontrafaktische Geschichte heißt im Prinzip, ja, so
er geht durch die Geschichte durch und dann, da gibt es ja immer so einen Wendepunkt. Ja? Und der Wendepunkt 1683, der war eben dass eben, ja, dass ein Satzherr ja rechtzeitig gekommen ist, ja, weil wenn die 24 Stunden später gekommen wäre, dann wäre Wien den Osmanen zum Opfer gefallen, ja. Und kontrafaktische Geschichte heißt so zu sagen, ja, so es geht bis zu diesem Punkt und dann passiert etwas anderes. Es ist nicht Science Fiction, ja, aber eben bei meinem Plan ist also bei meinem Roman ist es eben so, dass ich eben sage, sie kommen 24 Stunden zu spät. Dadurch fällt eben Wien in die Hände der Osmanen. Ja, der Kara Mustafa und wie sie alle Kassen hat, der wird nicht mit einer seidenen Schnur erwürgt. Ja, sein Lieblingsstrauß wird nicht geköpft und so weiter. Ja, ja. Und dann eben ist Wien unter osmanischer Herrschaft und was aus dem Ganzen wird. Ja, natürlich kommt es hinten dann wiederum zusammen, ja, und um das herum wird es eben einen Roman geben, ja, schauen wir mal. Ja, also so sehr ich hoffe, dass du der Testwelt noch lange erhalten bleibst, hoffe ich auch, dass du bald in Pension gehst, dass du das Buch schreiben kannst. Ja. Na super, klingt ja sehr spannend, ja. Ja, jetzt, wir haben ja Hörer und Hörerinnen, die ja alle test- und qualitätsbegeistert sind. Was ist denn so dein abschließender Tipp, was ein Tester heute machen kann, was er lernen soll, wo er weitergehen soll, vielleicht auch abseits von AI, worauf man sich fokussieren könnte? Was würdest du in deinem Learning Lab da raten? Also, ich habe einmal fürs Austrian Testing Board gearbeitet. Ich habe dort auch mich beteiligt bei der ganzen Geschichte mit diese ICQB-Pläne und Fragen auszuarbeiten und so weiter. Ja. Und ich sehe also das Thema Zertifizierungen, das wird sehr, sehr kontroversiell angesehen. Ja, da geht es nur darum, dass du am Wischer ein paar Bier bekommst und so weiter und so fort, ja. Aber ich bin auch Verfechter von dem, ja. Ich bin einfach Verfechter von dieser ICQB Foundation Level und alles, was danach kommt, ja, von dieser Ausbildungsreihe, ja. Und bei mir ist es so, also viele unserer RBI-Tester, ja, die jetzt eben mit mir HR Learning durch so HR Learning Initiativen durchgehen, ja, denen verpasse ich zuerst mal gleich, ja, sozusagen diesen ICQB Foundation Level Wissen. Es geht nicht darum, dass sie eben das Zertifikat haben. Es geht mir darum, dass sie wissen, was Sache ist. Weil auch im agilen Umfeld, ja, wenn du eben Tests entwerfen musst und so weiter, tust du dich leichter, wenn du eben weißt, was Äquivalenzklassen sind. Du tust dich leichter, ja, wenn du jetzt irgendwelche Business Rules aufdröseln musst, ja, wenn du das über Decision Tables machst, ja. Das ist für mich so genau wie jedes Kind, ja, lesen und schreiben lernt, ja, sollte eben jeder Tester, ja, dieses Foundation Level haben, natürlich nicht, wenn er jetzt schon 30 Jahre dabei ist, ja, weil da ist ihm das schon alles klar, ja. So, das ist es. Und sonst sage ich einfach, ja, einfach am Laufenden bleiben, ja, neugierig sein. Das, was ich jeden Tag in der Früh mache, ja, ich habe meine 10 Minuten beim Kaffee, ja, da checke ich meine ganzen Streams, ob ich da irgendwas Neues drinnen sehe, ob ich irgendwas zum Thema Lernen finde, wo ich sage so, das sollte ich mir anschauen, ja. Dann schaue ich mir das an, ja, und wenn es mich interessiert, dann gehe ich eben weiter. Wenn ich mir denke, das bringt nichts, dann eben nicht. Ja. Meistens ist es auch so, dass aus dem dann ein Request für einen Vortrag herauskommt, wo ich mir denke, so, wer aus der Community könnte da etwas dazu erzählen, und den man dann eben zu einer Testbusters Night holt. Ja, aber eben die ganze Geschichte mit natürlich automatisiertes Testen, Low-Code, No-Code, ja, wie man das ins Spiel bringen könnte. Aber ja, da könnte man ein zweites Stell-dich-ein machen. Ja, das können wir uns ja durchaus einmal auf den Plan schreiben. Finde ich eine schöne Sache. Ja, wir sind ja auch schon weit fortgeschritten
von der Zeit her. Rudi, ich sag dir vielen herzlichen Dank für dieses Interview, für deine ganzen Einsichten und dass du uns deinen Weg einmal gezeigt hast, der ja turbulent und dynamisch war. Gerne. Bis hin jetzt auch in deine Communities rein. Wir werden die Community-Links natürlich auch in die Shownotes packen. Hervorragend. Falls eine New Voice zu dir kommen möchte oder auch sonst natürlich neue Teilnehmer auch für deine Communities hier auch zu bekommen. Sehr gerne. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke. Und bis hoffentlich bald. Gut, nochmal, danke für die Möglichkeit, dass wir da gequatscht haben drüber, dass ich meine Geschichte erzählen konnte, ja. Und außerdem, noch einmal, ja, also danke, dass du damals eben das Buch vom Systemtest geschrieben hast, sonst wäre ich vielleicht nie auf den Zug aufgesprungen, ja. weil das war für mich wirklich, wo ich mir gedacht habe, das will ich werden. So wie der Grisou, wie er gesagt hat, ich will Feuerwehrmann werden, ja, man dachte, ich will ICQB Full Advanced Level Super Luzi werden. Super Sternchen werden, ja. Ja, super. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute, Rudi. Tschüss.